Willkommen zurück, liebe Community, hier in meinem Ron Reviewed Kanal. Wir haben uns jetzt einige Wochen nicht gehört, doch bei mir hat es jetzt mittlerweile neuen Zuwachs gegeben und darum habe ich mich entschieden für euch, mit euch gemeinsam, um mein erstes Unboxing zu beschreiten. Die Kenner von euch haben es vielleicht erkannt, PS4 Ready Fanatec. Endlich ist es soweit, wir haben lange darauf gewartet. Ich möchte euch sagen, um was es geht, packe das Ganze mal aus, wir schauen uns den Packungsinhalt an, werden mal reinblicken, wie denn das Ding aussieht, schauen, was hier uns Fanatec zusammengestellt hat. Ich werde dann noch ein paar Testrunden, erste hier, mit einbinden und euch dann um euer Feedback fragen, wie es denn aussieht, was ihr getestet haben wollt. Lasst uns keine Zeit verlieren, schnell ein Unboxing mit euch. Ihr seht das hier an diesen bekannten Überkartons, sauber verpackt hier im Überkarton. Warte, ich stelle hier meine Cam noch genau für euch ein und da erblickt ihr schon diese, ich glaube 10 Kilogramm schwere Umverpackung unseres neuen Fanatec CSL Elite Racing Wheel, so heißt das Ding. Was bekommt ihr hier geliefert? Eine quasi neue Wheelbase auf Basis der CSL Elite. Wir schauen uns das noch genau an. Das Rim sieht dem P1 ähnlich, das wisst ihr wahrscheinlich bereits. Wir packen mal aus, schauen mal rein, wie es dabei aussieht. Was hat uns Fanatec hier zusammengestellt, liebe Community? Die Kenner von euch erblicken es auf den quasi ersten Blick. Ein CSL Elite Racing Wheel, überarbeitete Wheelbase der CSL Elite. Wir gehen auf die Details später ein. Ich blicke da jetzt rechts oben zu mir rauf, ich hole die mal für euch runter. Wir schauen uns das dann im Vergleich an, wie es damit aussieht. Das Rim ist neu bzw. neu überarbeitet, das sieht dem P1 sehr ähnlich, aber lasst uns keine Zeit verlieren und blicken wir mal in den Packungsinhalt. Okay, CSL Elite Racing Wheel hier mit einem 160 Pulshertz und der Startampel. Aha, Pulsschlag geht nach oben, 170, 180, go, go, go. Nice, Fanatec, schön gemacht, wie von euch gewohnt. Okay, ihr seht das hier ein bisschen anders gelöst als bei den üblichen Wheelbase. Ihr habt hier eine neutrale Umverpackung, da wird unser Rim drinnen sein. Ihr seht das am Packungsinhalt, das ist sauber gelöst. Ihr kennt das so von Apple-Produkten oder anderen edlen Dingern. Hier wird nicht gespart. Ja, super. Was mir als erstes ins Auge springt, sind diese neuen Buttons, die ihr da wechseln könnt. Und hier gleich unser neues Rim. Super verpackt, hier wackelt nichts rum. Mit diesen Schaumstoffpolsterungen nehmen wir seitlich ab. Und zum Vorschein kommt, ihr kennt das von den anderen Rims, wenn ihr bei Fanatec schon mal geordert habt, diese Schutzhüllen hier, mit denen ihr eure Rims gut aufbewahren oder verstauen könnt. Raus damit. Und jawohl, hier in meiner Hand das nagelneue, quasi überarbeitete P1 Rim. Das fühlt sich gleich anders an als diese Standardvariante des P1, aber lasst uns darauf etwas später zurückkommen. Okay, das sieht super sauber aus. Die Aufnahme kommt uns bekannt vor. Ich hänge euch meine Links damit rein. Das haben wir in dem CSL Elite Racing Review ausführlich besprochen. Was gibt es noch in unserer Box, in unserem Cartoon zu sehen? Ja, hier habt ihr diese Buttons, die ihr auf dem Rim hier wechseln könnt. Ihr habt hier die Möglichkeit, dass ihr diese Standard-Buttons hier herausnehmt und dann entsprechende Buttons, die in euren Rennspielen so belegt werden, austauscht, wie ihr das wollt. Das ist toll, was Fanatec hier beigepackt hat. Gefällt mir sehr gut. Wir schauen uns dann das Ganze noch näher an. Was gibt es noch zu sagen? Mit dem Verpackungsinhalt dann natürlich, ihr seht das hier,
diese Kurzeinleitung. Ausführlich könnt ihr die höchstwahrscheinlich wieder auf der Fanatec Homepage downloaden. Ich hänge euch das dann im Link mit rein. Ihr habt ja den Verpackungsinhalt noch einmal gut aufgelistet. Ja, ich glaube, das ist hier eine handelsübliche Kurzanleitung, die ihr habt. Ich glaube, mit der seid ihr relativ schnell ready to go. Gut, dann zum Herzstück unseres Verpackungsinhaltes. So, eben befreit aus der wirklich sehr guten Unterpackung unser Herzstück unseres neuen PS4 lizenzierten Wheels. Seht das hier? Eine brandneue, niegelnagelneue Wheelbase auf Basis der CSL Elite. Ihr seht das hier an diesem blauen Schriftzug auf der unteren rechten Seite. Ja, das sieht sehr vertraut, sehr bekannt aus. Wenn ihr meine Reviews aufmerksam verfolgt habt, kommt euch das alles sehr vertraut und bekannt vor. Was war noch dabei im Packungsinhalt? Das wird ähnlich wie bei CSL Elite gelagert sein. Ihr seht das hier, diese üblichen Kabel. Ja, ihr habt hier die üblichen Kabel für das Netzteilanschluss. Dann mit bei dieses USB-Kabel, selbstverständlich für den Anschluss an den PC. Ach ja, genau, und hier in der Mitte sehe ich auch nochmal so Buttonboxes, also solche Buttons und diesen ja, bekannten Fanatec O-Ring. Hier, den könnt ihr dann tauschen, wenn ihr einen Verschleiß eurer Wheelbase bemerken könnt. Weiteres Teil des Verpackungsinhaltes. Ja, hier diese Table Clamp, auch wie bei der CSL Elite mit bei. Eine gute Table Clamp, wenn ihr hier die Wheelbase am Tisch montieren wollt. Ja, das sieht sehr ähnlich aus wie bei der ursprünglichen CSL Elite. Und dann hier in dieser weißen, etwas schwereren Ausführung, das dürfte das Netzteil sein, ja, dürfte ähnliche Dimensionen haben wie eben bei der CSL Elite. Die Basis ist ja gleich, da wird sich nicht viel geändert haben vom Innenleben. Ja, das werden wir uns dann genauer näher anschauen. Kurz für euch vielleicht von Interesse noch einmal die beiden Wheelbases nebeneinander positioniert. Ihr seht hier meine Standard CSL Elite, daneben unser brandneues Produkt, das CSL Elite Racing Wheel, für Sonys PlayStation 4 offiziell lizenziert. Ja, lasst euch nicht täuschen hier, diesen Höhenunterschied. Ich habe hier diese Puffer unten wegmontiert bei meiner CSL Elite, um einen besseren Winkel zu haben. Die beiden Wheelbases haben wirklich absolut gleiche Dimensionen. Ihr könnt das gut hier nachvollziehen. Sieht alles sehr ähnlich aus von den Spaltmaßen. Was euch sofort ins Auge springt ist, das wurde auch von der Community immer wieder von manchen kritisiert, manchen hat es gefallen, dieses Finish dieser Abdeckplatte hier vorne, das habt ihr bei der neuen CSL Elite. Das ist eine Kunststoffausführung, lasst euch hier nicht täuschen, aber edel ausgeführt, ist ein bisschen nachempfunden, würde ich jetzt sagen, von der Optik der Frontplate der CSW V2. Ja, der Fanatec-Schriftzug hier in weiß hervorgehoben und die Befestigungen hier, die sind alle wirklich baugleich bei beiden Wheelbases. Ihr habt hier den On-Off-Button und dann den Mode-Button. Ihr könnt eben diese CSL Elite, diese ursprüngliche auch für die Xbox verwenden und hier wird das Ganze dann mit Sony PlayStation Mode eben funktionieren. Ihr seht das hier von der RIM-Aufnahme, die ist komplett gleich gelagert. Diesbezüglich wird es keine Unterschiede geben. Ich schätze auch vom Belüftungssystem wird das gleiche dabei rumkommen. Auch oben hier diese in die Base eingelassenen LEDs und anschlussseitig hier auf der Rückseite der beiden Wheelbases. Ja, da habt ihr von links nach rechts Shifter 1, Shifter 2 die Pedals, Handbrake, dann USB und dann den Power-Anschluss. Also auch hier baugleich beide Wheelbases vom Gewicht. Ja, das fühlt sich wirklich sehr gleich schwer an. Also ich denke,
denke, da hat sich im Innenleben nicht viel geändert. Zu den beiden Rims noch kurz. Hier unser neues Sony quasi CSL Elite Rim sozusagen. Ich schnappe mir hier oben mal mein ursprüngliches P1 Lenkrad. Das ist euch auch gut bekannt aus meinen bisherigen Reviews. Aus dem letzten Rim Roundup, da habe ich das auch nochmal drin gehabt für euch. Ja, das, was ich auf der Homepage herausgelesen habe, das spüre ich auch hier. Ich glaube, das P1 Rim hat so um die 1200 Gramm und dieses CSL Elite Rim, das neue, dürfte irgendwo um die 900 oder 970 Gramm, ich muss das nochmal nachlesen auf der Homepage. Da spüre ich auch einen leichten Gewichtsunterschied. Ich bin im Rim Roundup auch darauf eingegangen, wie sich es verhält. Da habe ich das speziell beim M3 und beim Porsche Rim herausgearbeitet, was denn dieser Gewichtsunterschied ausmachen kann. Und ich kann euch wirklich jetzt sagen, vom Ersteindruck, das ist wirklich das leichteste Fanatec Rim, das ich bisher in Händen gehalten habe. Und vom Finish eigentlich das, was ich mir wirklich immer gewünscht habe, so irgendwie diesen Gap, diese Lücke zu schließen zwischen dem jetzt um 99 € erhältlichen und dann erst ab 2,29 in der Clubsport-Serie, da irgendwas dazwischen zu machen. Im Moment gibt es das leider nur in diesem Bundle mit der Wheelbase dazu. Mal sehen, ob Fanatec hier uns auch in den nächsten Wochen, Monaten dieses Rim im Einzelverkauf zur Verfügung steht. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ihr habt hier dieses vernähte Glattleder und dann einen Übergang hier oben zu, ja, so Alcantara-mäßig fühlt sich das an. Ich werde das dann auch noch genau vergleichen mit meinen anderen Clubsport Rims. Das fühlt sich jetzt eher synthetisch an, aber doch ordentlich, griffig, sehr gut. Ordentliches Finish, auch hier wieder diese Frontplate, das kennen wir bereits. Die Buttons natürlich Sony lizenziert, das ist euch allen bekannt. Alle, die schon mal so einen Controller in Händen hielten, denen kommen diese ganzen Symbole und Buttons entsprechend vertraut, sage ich mal, vor. Also das sieht sehr ordentlich aus. Was hat sich noch geändert? Aha, Schaltwippen. Ihr seht hier bei dem ursprünglichen P1 hier in Silber gehalten und hier haben wir die etwas grau, dunkelgrau, fast schon in schwarz hinein eloxiert. Die Schaltauslösung kommt mir jetzt bei dem neuen CSL Elite Wheel ein bisschen strammer und etwas präziser vor. Muss ich für euch hinausarbeiten, dafür ist das Unboxing jetzt zu kurz, das möchte ich kurz halten. Da gebt ihr mir noch Feedback, was ihr alles wissen wollt, was ich für euch testen soll. Von der Aufnahme absolut gleich, ihr könnt das auf den üblichen Wheelbases auch einsetzen. Auch auf meiner CSL V2, da wird es keine Probleme geben. Ihr seht das hier bei meinem Rennsport-Cockpit, da habe ich eben das Porsche Rim noch drauf. Und da könnt ihr natürlich über den Quick Release dieses runternehmen und über diesen Anschluss, das habt ihr in 30 Sekunden habt ihr das montiert und könnt euch auf eurer CSW V2 Base unterwegs sein. Das wird auch funktionieren. Dahingehend sicher wirklich keine Probleme mit in der Kompatibilitätsliste. Ja, was bedeutet dieses neue CSL Elite Racing Wheel mit eben Sony PlayStation 4 Lizenzierung für euch? Ihr seht das hier nochmal auf der Box, hier schön dargestellt. Das bedeutet, ihr seid nun endlich bereit, hier mit einer High-End Wheelbase eure Konsole zu nutzen. Um für euch das entsprechend gegenzutesten, habe ich mir heute das Assetto Corsa für die PlayStation 4 gegönnt. Ihr wisst, grundsätzlich bin ich eigentlich immer nur auf meinem PC unterwegs und seit mehreren Monaten läuft bei mir das Ganze ausschließlich über die hier hinten versteckt, über meine Oculus Rift CV1. Ihr seht auch daneben, hat schon Platz genommen, bei mir vor 2-3 Wochen angekommen, Sonys PSVR. Ja, auch da werde ich mal schauen, wann dann ordentliche VR-unterstützte Spiele kommen und euch das gegentesten. Wie fühlt sich das auf Konsole an, wie fühlt sich das auf PC an? Alles lauter Fragen, die ihr mir bitte stellt und die ich für euch herausarbeite. In den nächsten Wochen gibt es viel zu tun. Meldet euch, sagt Bescheid, was ihr sehen wollt von mir. Was ich euch auf jeden Fall präsentiere, sind Testrunden mit der neuen
CSL Elite Wheelbase. Ich werde die wirklich direkt vergleichen mit meiner ursprünglichen. Vielleicht machen wir auch noch einen Schwenk zur CSW V2. Schauen, was dabei rumkommt. Und ja, soweit von mir fürs erste Unboxing. Ich schließe das Ganze mal an, installiere alles, gehe auf die Piste und melde mich wieder. Nutzt die Kommentarfunktion, abonniert, subscribt, sagt, was ihr sehen wollt. Und ich bleibe für euch am Ball und melde mich in Kürze wieder. Liebe Grüße von eurem Ron. Liebe Community, ich melde mich zurück von den ersten Runden mit meiner CSL Elite Racing Wheelbase mit dem neuen PlayStation 4 Wheel. Währenddem ihr mein Unboxing verfolgt habt, habe ich euch rechts oben ein paar erste Einrichtungsschritte, meine ersten Rennkilometer drangehängt. Ich bin eben aus dem Spiel rausgegangen, das kommt alles hier ganz ungefiltert, ohne jegliche Vorbereitungen. Ich habe mir hier, ihr seht das relativ provisorisch, unten meine CSL Elite Pedals dran gemacht, hier noch gar nichts befestigt, um schnell für euch ein paar Runden drehen zu können. Der optimale Fall ist das nicht, ihr kennt das von meinem Rennsport und Playseat Review. Ich werde, um diese Wheelbase adäquat für euch testen zu können, diese hier auf meiner rechten Seite die CSW V2 runterschrauben, dann kommt die neue CSL Elite PlayStation Wheelbase drauf. Das Ganze werde ich dann mit dem Sony PSVR betreiben. Ich habe zugegebenermaßen das Monitor Racing ein wenig verlernt. Ja, ich melde mich dann zurück und werde versuchen, euch aufs Tapet zu bringen, was ihr denn alles so wissen wollt. Ihr seht es hier im Augenwinkel, ich habe hier noch ziemlich alles da. Sagt, was ihr wissen wollt. Wheelbases, Gegentests, sollen wir diverse Rims testen, unser Rim Roundup ergänzen? Ja, jetzt seid ihr gefragt. Postet rein, sagt, was ihr sehen wollt. Ich werde es für euch arrangieren. Kurz zu meinen ersten Testkilometern noch, bevor ich hier aussteige. Ja, die fühlen sich so an wie am PC auch mit der CSL Elite Wheelbase. Ich kann nur sagen, welcome PlayStation 4, welcome back. Welcome Fanatec, also das fühlt sich 1:1 gleich an, super Force Feedback, super Feeling hier auf der Strecke. Die Wheelbase macht schon wieder richtig Laune, das neue Rim macht richtig Spaß. So viel kann ich euch vorab verraten, nach ein paar Minuten PlayStation 4 Racing hier, Assetto Corsa auf der PS4. Wir freuen uns gemeinsam auf Gran Turismo Sports 2017, Project Cars 2, das Rennspieljahr 2017 kann kommen, die Wheelbase ist bereit und Consoleros willkommen, ihr seid voll dabei, habt viel Spaß, legt euer Gamepad, ich kann es euch wirklich dringend ans Herz legen, legt das Gamepad beiseite, geht bei solchen Spielen auf eine Wheelbase und fahrt so, wie man fahren soll. Das macht ungleich mehr Laune. Jeder, der das mal probiert hat, der weiß, wovon ich spreche. Ja, liebe Community, jetzt ist es Zeit für mich rauszugehen, hier mein Rig einmal umzubauen. Und das werde ich jetzt demnächst machen. Ich verfolge eure Kommentare, bedanke mich vorab für euch, für euer Feedback. Ja, wir gehen in Richtung 200 Abonnenten, über 20.000 Klicks im Kanal. Das motiviert zum Weitermachen. Klickt rein, sagt Bescheid. Wir hören uns, wir treffen uns zurück am Racetrack. Bis bald, meine lieben Simracer, euer Ron.